Okay, herzlich willkommen zurück zu Dart und Flutter. Heute mit ein bisschen Netzwerken. Das bedeutet, wir wollen heute einen API-Call machen. Und eine API, das muss ich als allererstes mal sagen, das ist erstmal wichtig zu verstehen, wie das funktioniert. Dazu schauen wir uns mal ganz kurz Folgendes an. Ihr habt euer Gerät, das ist euer Smartphone, ja? Und auf diesem Smartphone wird Code ausgeführt, im Endeffekt das, was wir hier die ganze Zeit geschrieben haben. Das ist eure App. Aber manche Sachen werden nicht in der App ausgeführt, sondern auf irgendeinem Server und ihr müsst nicht mal wissen, wie das gemacht wird. Das ist quasi das Backend. Das heißt, was ihr hier seht, ist Frontend. Ja, das ist das, was eure App anzeigt, was auf eurem Gerät läuft, auf dem Client. Auf dem Server, das nennt sich Backend und das müsst ihr natürlich irgendwie holen können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Spiel programmiere und ihr spielt das auf eurem Handy, wollt aber Daten anfragen, wo zum Beispiel eure Mitspieler sind, naja, dann kann das ja euer Handy nicht wissen, weil die Mitspieler ja nicht auf eurem Handy spielen, sondern eben auf einem anderen. Und deswegen muss der Ort, wo ihr gerade euch befindet, beziehungsweise wo sich eure Mitspieler befinden, muss an einen Server gesendet werden und von den anderen Geräten von dort abgefragt werden. Und das macht man über eine API. Eine API ist quasi eine Application Programmable Interface, also eine Schnittstelle zu dem, ja, genau zu dem, was der Server bereitstellt. Und ich habe euch mal eine mitgebracht. Das ist jetzt, sieht komplizierter aus, als es ist. Im Endeffekt ist es bloß ein JSON-Objekt, also ein Objekt, was einfach nur textbasiert ist. Das hat vorne Text, hinten Text und ist nichts anderes. Ist kein Bild oder sowas. Und ja, das ist im Endeffekt einfach nur der Preis von einer Bitcoin aktuell gerade. Das ist aber nur ein Beispiel. Also es gibt für allen möglichen Kram eine API. Das ist aber wahrscheinlich die einfachste, die ihr finden werdet. Man kann natürlich auch Sachen machen, wie seinen Usernamen hochladen oder eben seine Anzahl an Bitcoin dann abholen oder eben auch das, was ich gerade gesagt habe, zum Beispiel den Ort, wo sich die anderen Spieler befinden, abholen. So, und das wollen wir jetzt hier mal in unsere App einbinden. Das heißt, wir wollen am Ende hier einen Preis stehen haben, wie viel eine Bitcoin eigentlich gerade wert ist. Und ja, das machen wir erstmal folgendermaßen. Wir müssen natürlich auf das Netzwerk zugreifen können. Das bedeutet, wir müssen hier in unserem Android sagen, ey, wir hätten ganz gerne in unserem Manifest drin stehen, dass wir gerne das Internet benutzen würden. Dazu gehen wir hier mal auf die Demo-App Android und dann auf App und anschließend auf Source und anschließend auf Main. Und hier finden wir das Android Manifest, ja, das Manifest. Das können wir hier auch unter Debug finden und das können wir hier unter Profile ebenfalls finden. Und je nachdem, was ihr gerade machen wollt, braucht ihr eben genau das. Und wir können jetzt hier tatsächlich in unser Manifest eintragen, was wir gerne machen wollen. Das heißt, wir gehen hier natürlich her auf erstmal das Main Manifest und schauen uns mal an, was wir schon hier alles haben. So, das muss uns erstmal nicht interessieren, aber wir finden hier, Sekunde, wir gehen mal nach ganz oben, wir finden hier for Application nichts, was in diese Richtung geht. Hier hingegen sehen wir schon, wenn wir debuggen, dann dürfen wir eigentlich auch das Internet schon benutzen und in unserem Profile steht das eigentlich auch drin. Jetzt müssen wir es nur noch in unsere Main-App auch reinschreiben, dass wir das auch tatsächlich tun dürfen. So, wir wollen also hier ja, einfach auf das Internet zugreifen können und dann können wir hier eigentlich auch schon wieder zumachen. Okay, jetzt wird tatsächlich der Benutzer gefragt, hey, möchtest du wirklich zulassen, dass diese App aufs Internet zugreift? Und ja, ich glaube, das kennt ihr. Anschließend wollen wir noch sagen, okay, jetzt können wir erstmal das hier wieder zumachen, besser gesagt. So, und wir wollen jetzt in unserer pubspec.yaml erstmal deklarieren, dass wir hier auch noch gleichzeitig auf HTTP zugreifen. Das ist ein Paket, was im Endeffekt für uns genau das macht. Es stellt uns HTTP-Funktionalität zur Verfügung. Die aktuelle Version ist 0.12.2. Ihr findet aber die aktuelle Version immer hier unter pub.dev/packages/http und dann unter Installing bzw. Install. Und ja, ihr seht auch, das ist ein Paket, was wirklich quasi permanent benutzt wird, weil es halt so unfassbar wichtig ist. Also 100% Popularität, das bedeutet halt, die allermeisten von den Apps brauchen das einfach, weil natürlich macht eine App nur Sinn, wenn man auch aufs Internet zugreifen kann. Ansonsten brauche ich in den seltensten Fällen wirklich eine App.
Okay, machen wir also wieder zu und ja, was machen wir jetzt? Nun, zunächst einmal müssen wir hier das pub-get ausführen, das ist klar, das machen wir hier einfach ganz kurz über den Knopfdruck, geht relativ schnell und unkompliziert und hier habe ich das auch nochmal ganz kurz gemacht, also in der Main-Dart werdet ihr da auch nochmal gefragt und ja, jetzt machen wir das einfach hier in unserer Layouts, importieren, beziehungsweise wisst ihr was, wir machen hier eine neue Dart-Datei, die wir Networking nennen. So, networking.dart und die benutzt natürlich jetzt genau das. Also sie importiert für euch Package http/http.dart as http. Dann kann man nämlich leichter darauf zugreifen und schon können wir im Endeffekt auf diese Netzwerkanfragen zugreifen. Wie machen wir das? Nun, lasst uns das einfach mal ausprobieren. Und zwar, wir holen uns jetzt mit dem Return-Type Future, weil es erst in der Zukunft verfügbar ist, aus http.response. Nein, wird mir nicht vorgeschlagen. Schade, Response. Holen wir uns, sagen wir einfach mal, Fetch Bitcoin Price. So, ist eine Funktion und die liefert uns, oder die wird folgendermaßen befüllt. Und zwar return http. So, und jetzt können wir hier schon tatsächlich an den Methoden sehen, was wir hier haben. Wir können entweder ein Delete ausführen, ein Get, ein Head, ein Patch, ein Post und ein Put. Das sind die verschiedenen HTTP-Methoden. Und ja, darüber könnt ihr quasi Dinge eben mitliefern. Das kommt immer darauf an, was unterstützt wird. Im Normalfall, wenn ihr eine normale Webseite, also wenn ihr es quasi so aufmachen könnt, wie ich gerade, so wie hier, dann könnte ich hier einfach sagen, hey, das ist ein ganz normaler GET-Request. Manchmal wird es auch über POST-Request gemacht, das kommt dann immer auf eure API drauf an. Und da würde ich euch dann einfach mal an zum Beispiel meine Python Flask Playlist verweisen, weil dort wird das dann ein bisschen genauer dargestellt. So, das heißt, wir wollen hier einen GET-Befehl ausführen und naja, hier müssen wir natürlich die URL einfügen. Die sieht folgendermaßen aus. Und ja, dann müssen wir noch sagen, achso, halt, die URL enthält das hier nicht. Und dann müssen wir noch sagen, wo wir genau drauf zugreifen wollen. Und das wäre dann in dem Fall /ticker. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier brauchen. Und wir können hier ein Semikolon angeben. So, jetzt haben wir nur das Problem, dass wir hier eine URL eingegeben haben. Und diese URL, die muss erstmal gebaut werden. Und zwar über uri.http weil es eben eine HTTPS-Anfrage ist. So, vergessen wir nicht die Klammer zuzumachen und schon haben wir quasi unsere Anfrage gestellt. Okay, jetzt wie genau können wir das verwerten? Nun, wir müssen erstmal gucken, dass wir daraus was bauen, mit dem wir es verwerten können. Und anhand von diesem Future sehen wir auch, okay, es ist eventuell noch gar nicht da. Das heißt, wir machen hier Folgendes. Wir machen asynchrone Programmierung im Endeffekt. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass das ein kleines bisschen krass ist jetzt direkt am Anfang. Aber wie gesagt, ich gehe hier auch von einigen Grundlagen aus. Und wir wollen jetzt hier tatsächlich einfach nur den Statuscode mal ausgeben. Das bedeutet, was wir hier machen in unseren Layouts, sagen wir einfach mal, wir sagen hier drin, zum Beispiel, wir wollen aus Networking, ja, wie haben wir es genannt? Sorry, Fetch Bitcoin Preis. Fetch Bitcoin Preis. Punkt. Und was ist es für ein Typ? Es ist eine http.response. Das heißt, wir können hier den Punkt Statuscode auslesen. So, Problem ist, wie gesagt, dass es eine Future ist und diese Futures, naja, die haben es nicht unbedingt so mit naja, tatsächlichen Werten. Das heißt, wir müssen hier die Future noch ein kleines bisschen verwandeln. Und lasst mich das vielleicht doch hier drüben direkt machen. Dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Und zwar, wir sagen hier, hey, wir wollen die Response abwarten. Final Response ist gleich. Und naja, wenn wir jetzt asynchron programmieren, wir müssen quasi warten, bis die Anfrage durch ist aufs Netzwerk und dann wieder zurückkommt. Das heißt, diese Methode ist asynchron. Deswegen sagen wir hier async und wir müssen hier warten, bis diese Methode hier wieder da ist. Deswegen müssen wir hier await ausführen. Okay, das heißt, dieser Code wartet quasi, bis die Methode da ist oder bis diese Anfrage eben durch ist und erst dann habe ich quasi was. Das heißt, ich kann jetzt hier wirklich zurückgeben, return meine Response. So, und natürlich hier Semikolon reinhauen, nicht vergessen.
So, und jetzt, wie werden diese Futures eigentlich gehandelt? Nun, diese Dinger brauchen natürlich, also das sind quasi die Icons oder die Sachen, die im Nachhinein noch geladen werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine schlechte Verbindung habt, dann kommt da häufig so ein normales Drehlogo, das einfach Warten anzeigt. Das heißt aber auch, wir können hier nicht einfach so direkt die Future Response hier anzeigen als Text, sondern wir müssen das Ganze erst noch aus einer Future bauen. Jo, eine Future auszubauen sozusagen macht man normalerweise über den Future Builder. Und der Future Builder, der Subtitle muss hier natürlich weg. So, das heißt, wir machen hier einen Future Builder. Und der nimmt jetzt die Future und baut sich daraus was. Okay, also der Future Builder, naja, der ist erstmal abhängig von http.response, wobei wir hier natürlich dann offensichtlich auch das Networking-Zeug reinpacken müssen. So. Okay, aus http.response. Okay. So, und jetzt bauen wir aus dem, was wir bekommen haben, also aus dem, was wir quasi irgendwann in der Zukunft mal bekommen, weil diese Anfrage kann ja sehr, sehr lange dauern. Daraus bauen wir uns einfach Informationen, die eventuell angezeigt werden, eventuell aber auch halt einfach nicht. Und naja, die Future, die wir jetzt hier brauchen, die Future kriegen wir woher? Naja, aus eben genau der Funktion Fetch Bitcoin Price. Das ist ja im Endeffekt eine Future, die wir hier einbauen können. Auf die warten wir sozusagen. Und der Builder, der sagt uns jetzt, okay, wenn diese Future fertig geladen ist, dann mach Folgendes. Und dieses Folgende ist der Kontext und der Snapshot, die uns abgebildet werden auf eine Funktion. Und hier sagen wir, okay, wenn es erfolgreich ist, das heißt, wenn wir wenn der Snapshot Daten hat, aber nur dann wollen wir Folgendes machen. Wir wollen return Text aus dem Snapshot, was eure eigentlichen Daten sind. Also Snapshot ist quasi das, was hier dann zurückgekommen ist, die Response im Endeffekt. Response. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Was haben wir denn hier? Punkt Status. Status Code. Kann ja nicht funktionieren. Wir sehen hier direkt, der Getter Status Code isn't defined for the type Async Snapshot aus Response. Das heißt, dieser Async Snapshot, der muss erstmal noch ausgelesen werden. Das mache ich normalerweise mit Punkt Data. Ja, das heißt, damit lesen wir uns sozusagen den eigentlichen Wert aus. So, jetzt haben wir natürlich immer noch das Problem, der Response Status Code ist ja eigentlich ein Integer, also eine Zahl. Und außerdem habe ich kein Semikolon eingefügt. Diese Zahl muss natürlich erstmal umgewandelt werden in einen String, damit wir den als Text verpacken können. Und das machen wir, wie wir auch schon recht treffend gelernt haben, mit dem Dollar hier vorne dran. Das heißt Dollar Snapshot, beziehungsweise eigentlich sollten wir das vorher speichern. Status Code ist gleich das hier, Semikolon, so. Okay, und jetzt können wir hier quasi den Statuscode einfach reinsetzen. So, und jetzt wird der einfach so behandelt, als wäre er ein Int. Und jetzt wird mich hier allerdings noch sehr, sehr viel angezeigt, Suppress Missing Return Warning, weil wir natürlich mehrere Wege haben. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, einmal den Snapshot, dass der Daten hat. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir noch gar nicht fertig gebaut haben, also dass diese Anfrage noch nicht durch ist. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass es natürlich einen Fehler gab. Das heißt, else müssen wir den Fehler irgendwie ausgeben. Und das machen wir mit return Text aus Dollar Snapshot.error. Übrigens, wir können das natürlich auch alles hier reinschreiben. Also wir müssen nicht eine separate Variable dafür schreiben. Das geht auch so, wenn man das möchte, aber ich schreibe es trotzdem ganz gerne mal vorne dran als Variable, dann ist es meistens übersichtlicher. Aber wie gesagt, wir lassen es jetzt hier mal so, dann habt ihr nämlich beide Sachen als Übersicht. So, okay, jetzt haben wir allerdings immer noch den Fall, dass wir noch nicht fertig sind mit Laden und naja, das ist im Endeffekt bei dem Builder der Fall. Das heißt, wenn diese Funktion hier fertig läuft
und der Snapshot halt einfach überhaupt noch nicht da ist, dann hat man hier immer noch die Möglichkeit, ein Return einzufügen. Return Circular Progress Indicator. Das ist quasi unser Circular Ladebalken, ja, das ist quasi einfach so eine sich drehende Anzeige. So, und das hier machen wir nämlich eigentlich nur, wenn wir hier auch wirklich einen Fehler haben und nicht in jedem Fall. Snapshot.hasError. Okay, so, und jetzt haben wir eigentlich alle Möglichkeiten abgedeckt. Also wir haben quasi jetzt Folgendes getan. Und offensichtlich mag mich... Achso, ja, natürlich. So. Dein Ernst? Was soll das? Hör auf damit. So, okay, jetzt. Das rücken wir auch noch ein, dann wird es klar. Okay, also was haben wir hier gemacht? Nochmal ganz kurz. Und lasst mich das einfach mal vorher kurz ausführen. Denn wir sehen hier offensichtlich schon, dass ich einen Fehler gemacht habe, weil ich die geschweifte Klammer hier selbstständig zugemacht habe. So, jetzt aber Hot Reload. Okay, was ist passiert? So, wir sehen hier offensichtlich Blockchain.info. Das ist nicht ganz so das, was wir uns vorgestellt haben. Aber, also wir sehen hier Format Exception Invalid Radix 10 Number at Character 1. Das liegt ganz einfach daran, dass ich, ja natürlich, wenn wir hier URI.https reinschreiben, dann müssen wir hier keine URI mehr drin haben. Das heißt, wir können hier ganz einfach sagen, wir wollen das machen. So, Statuscode ist offensichtlich 200, das heißt, wir haben jetzt offensichtlich das, was wir haben wollten. Okay, nochmal ganz kurz, was zur Hölle haben wir jetzt gemacht? Also, wir haben gesagt, okay, als Untertitel wollen wir bitte die Future haben, die wir die Future wirklich als Text umbauen, die wir bei Networking bekommen. So, das bedeutet, was machen wir bei Networking? Wir fragen die Webseite blockchain.info/Ticker an, wie es denn eigentlich aussieht, was wir da eigentlich gerade für Daten haben und sagen, hey, lad mir mal die Daten. Aber da das eventuell irgendwann mal in der Zukunft geht, wir müssen hier annehmen, wir sind eventuell mit Mobilgeräten unterwegs, die nicht mal Edge haben, ja. Das heißt, es kann wirklich sehr, sehr lange laden und für diese Fälle gibt es Futures. Das heißt, eventuell kommt diese Antwort irgendwann durch, aber so lange müssen wir halt irgendwas anderes machen. Okay, das heißt, diese Anfrage wird asynchron abgeschickt und bis die Anfrage wieder da ist, läuft mein normaler Code weiter. Dazu habe ich diesen Future-Builder hier. Der Future-Builder sagt, hey, ich erwarte, dass irgendwann eventuell eine HTTP-Response zurückkommt von einer gewissen Funktion. Diese Funktion wird in der Future angegeben. Und naja, bis das halt zurückkommt, muss ich halt irgendwas anderes machen. Und das, was dann gemacht werden soll, das wird im Builder angegeben. Der Builder sagt, Kontext Snapshot. Snapshots sind die Daten tatsächlich, also die Future, die wir aus dieser Funktion zurückbekommen. Das ist der Snapshot. Wenn der Daten hat, dann zeig mir doch bitte diese Daten an. Wenn der einen Error hat, dann zeig mir bitte diesen Error an. Und ansonsten, während es quasi noch nicht fertig ist, zeig mir doch bitte einfach dieses kreisige Ladesymbol an. Okay? Also das ist quasi das, was wir gemacht haben. So, jetzt wollen wir natürlich den Bitcoin-Preis auslesen und dazu sind wir hier noch gar nicht so ganz fertig. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwie statt dem Statuscode tatsächlich drauf zugreifen, was wir hier eigentlich zeigen wollen, eigentlich abbilden wollen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wir machen jetzt diese Folge nur noch Folgendes. Wir machen hier den Future Builder weg und sagen, wir wollen hier ein Widget drin haben, beziehungsweise wir sagen hier Build Bitcoin Price. Klammer, Klammer. So, und die machen wir hier rein. Build Bitcoin Price. Was liefert mir das? Naja, das liefert mir natürlich ein Widget und ist eine Funktion, die genau das hier macht. Sie returnt mir meinen Future Builder. So, ich muss hier natürlich noch die Imports fertig machen und das muss ich auch noch importieren hier. Komm schon. Import Material.dart. So, wunderbar. Und ja, jetzt brauche ich hier unten noch das Semikolon. Damit habe ich das erfolgreich ausgelagert. Und in meiner Layouts.dart habe ich eigentlich nur dieses kleine Teilchen hier. Jetzt muss ich die natürlich noch... Habe ich mich verschrieben? Build Bitcoin Price. Ah, ich habe mich verschrieben gehabt. Okay. Nein, habe ich nicht. Wir machen das einfach nochmal ganz kurz. Und zwar sagen wir hier... Achso, ja klar, natürlich. Ich habe sie private gemacht. Ich bin auch doof, ne?
Ich darf sie natürlich nicht private machen, wenn ich sie benutzen möchte. Das wäre natürlich schon schlau, wenn ich das so brauche. So, okay, jetzt hat das offensichtlich funktioniert und wir haben eigentlich nichts anderes mehr erreicht, aber wir haben die Funktion ausgelagert, sodass sie eben jetzt zum Networking dazugehört. Das heißt, wie man quasi aus einer Future, aus einer Anfrage an eine URL ein Widget baut, und zwar mit dem Future Builder. So, perfekt. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch die eigentlichen Daten auslesen. Das machen wir nächstes Mal. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.